Ich baue kein Schutzblech ein TikTok-Tag oder so. Ne? Jede TikTok. Hochfans, wir sind wieder da mit einem React-Video, also wo ich reagiere auf Ihre Mopeds, aber die haben etwas Neues. Ich weiß nicht was. Die haben gesagt, ja Chris, setz dich einfach hier nieder und dann zeigen wir das, kannst du reagieren. Ne? Und fangen wir jetzt einfach mal an. Was ist denn das? Ich habe das noch nicht gesehen. Das sind TikToks? Nee, das ist für den Chris doch einfach viel zu modern, oder? Oder? Ja, vielleicht schreibt das hier mal in die Kommentare. Seid ihr viel unterwegs in TikTok? Na, mal schauen. Oh, Jungs, was sehen wir? Hey, Jungs, ja, ich mache, was ich immer mache. Ich sehe eine super schöne rote Maxi mit Chromteilen und Weißwandreifen, Speichenfelgen. Da kann man nicht schief machen. Eine Homehead PSR und eine, wenn ich das so sehe, Vergaser nach vorne. Ich denke eine Polini 65er, denke ich. Hohe Lenker, Spiegel wieder im Weg natürlich, wenn man da mit Arm da ist. Schöne Lackierarbeiten sehe ich auch. Und ja, mit Chromteilen, Schwarzteilen, Jungs. Ich sehe eine MVT, sehr schön gemacht. Hinten ein bisschen tiefer gelegt, an vorne ein bisschen höher, mit dieser Höhenlenker. Ja, einfach avantgarde und Candy Rot, Jungs. Was kann schief gehen? TikToks machen wir. Ja, nächste. Okay, schalten wir mal. Wow, was habe ich gesehen jetzt? Ich sehe eine Violett-Puch mit noch ein schwarzer Puch Maxi N. Mit Simonini. Das war deutlich. Müssen wir wieder zurück. Und ja, hier sehe ich eine heftige Auspuff. Was ist denn das? Kenne ich gar nicht. Setup, vielleicht ein 74er Metra-Kit, aber die sind schon seit 30 Jahren nicht da. Vielleicht, oder eine schwarz lackierte RSV 74er, aber ich denke Metra-Kit. Weiß es nicht genau. Anrollmotor kann ich schon noch ein bisschen. Warte. Andere. Ja, oh, bisschen zurück bitte. Ja, Anrollmotor, ne? Boah, das wird schwierig zum Anschieben, ne? Also ja, diese schwarze Maxi N auch sauber mit diesen roten Felgen, Sternfelgen. Und was sehe ich wieder? Kein Schutzblech vorne, Jungs, bei dieser Purple-Version. Wieso kein Schutzblech? Wieso fährt man ohne Schutzblech? Ich denke, das ist gar nicht erlaubt. Oh, ein C-Start. Deshalb. Ja, das muss schon mal anschieben bei einer 74 Kubik. Ich bemerke auch, dass ich schnell rede jetzt, weil das muss bei den TikTokers immer schnell. Ne? Gut, ja, nächste. Ja, was sehe ich jetzt? Maxi S natürlich, auch wieder mit einer Simonini, der ganz hoch steht. Kein Schutzblech vorne. Haben wir kein Schutzblech vorne Tag heute? Oder macht man auf TikTok keine Schutzbleche vorne oder so? Aber Tankstelle mit Maxi so schief. Wieso? Aber blau, abgesägtes Hintenteil. Ja, das ist fast wie man in die Kirche schimpft. Ne? Polini-Sitz? Ja, Polini-Sitz. Und dann, Kabel kann ich nicht so ganz gut sehen, ist durchgestochen, ein bisschen niedrig zu machen. Setup, denke eine Giladoni. Was kann man schief machen? Ne? Eigentlich nichts. Ja, viel tanken. Oh, schön. Wieder ein bisschen wie der erste, diese Stil. Ne? Ein bisschen tiefer gelegt hinten. All cops are bastards. War schnell zu sehen. Speichenfelgen, Weißwandreifen, Jungs. Da kann man nicht schief gehen. Zweigang-Handschaltung sehe ich eigentlich so schnell. Mann, ist das schwierig. Auspuff kann ich eigentlich nicht so gut sehen, was das denn ist. Sieht aus wie eine... Ja, Homehead und mit einer anderen Dämpfer. MVT-Zündung, wieder eine Polini. Ist das der Bruder von der ersten? Tankgepäckträger. Ja, super, sieht super aus, aber ist auch der große Vergaser. Ich denke eine 24er auf diese Ansaugstütze. Ein bisschen langes Trajekt, dieses Ansaugstützen, aber ja, das ist mein Renngeist, wie sagt man das? Ja, Two-Speed Fußrasten, schöne Farbe, dieses dunkelblau, ich finde das immer schön. Todesknopf drauf, Abstellknopf, dass man abstellen kann. Gut, nee, super, Jungs. Das
das TikTok, das gefällt mir noch in ein paar Stunden. Kein Rücklicht und, nee, es ist echt, ich baue kein Schutzblech ein TikTok-Tag oder so. Ne? Jeder TikToker, na, Jungs, da kann ich echt, Ja, wir bekommen natürlich, das ist vielleicht schön zu erklären. Wir bekommen hier, ich denke, um die 300 E-Mails und WhatsApp pro Tag. Und dann sehe ich hier so eine gebrochene Vergaser. Da haben wir auch ein Video drüber gemacht. Ne? Wenn man das zu fest sieht oder eine alte Ansaugstütze nimmt, dann muss man das nicht zu fest drehen. Eine Vergaser muss man einfach festdrehen, fertig, weiter nichts machen. Und da finde ich das echt so super gedacht mit diesem Hund dabei. Dein Freund hat einen Vergaser zu fest angezogen und jetzt ist er gebrochen. Aber das ist nicht sein Freund, das ist er selbst. Das weiß ich 100% sicher. Aber, silbergrau, sieht man nur selten, finde ich schön. Auch wieder ein bisschen tiefer gelegt an die Hinterseite. Mit Schwarzteile Tankgepäckträger, Original Setup so zu sehen. RS-Zigarre, denke ich. Ja, sauber, silbergrau mit Schwarz. Diese Rolle noch am Lenker finde ich auch immer sehr schön. Scheinwerfergitter natürlich, ja Jungs. Und wir nennen das bei uns im Shop ein Oldtimer-Sattel, habe ich schon 3-mal gesehen jetzt. Immer schlicht und ein Schutzblech vorne, yeah. Ja, endlich eine, die es versteht. Ich frage mich nur, das ist keine leichte Fahrer, das ist keine schwere Fahrer, weil wenn er schwer ist und diese Stoßdämpfer werden noch ein bisschen eingedrückt, ne? Wie normal, üblich, ne? Wie üblich. Dann schleift das gleich am hinteren Kotflügel natürlich. Ne? Nee, aber sauber gemacht, Jungs. Echt eine super Kombination. Und etwas langsamere Bilder für meine Eltern. Ne? Okay, ich sage nichts über das Schutzblech, was nicht da ist. Ja? Okay, Gold ohne Rücklicht. Auch wieder eine ohne Rücklicht. Fährt ihr alle auf TikTok ohne Rücklicht oder so? Das ist der zweite schon. Aber da bekommt man doch Ärger mit Polizei oder so. Und die Löcher sind auch nicht vorhanden. Ne? Die sind zugeschweißt. Ich verstehe echt gar nichts davon. Oder, ja, da muss man doch ein Rücklicht haben. Ne? Okay, diese Farbe aber, diese bronzegoldene Farbe mit schwarzen Rädern. Absolute Klasse mit alles schwarz. Auch wieder eine schwarze Zylinder, kann Metra-Kit sein. Aber die sind so selten und fast immer schlecht. Ich denke, das ist eine lackierte RSL 74er. Seitenstände drauf. Hey, das ist noch schön. Oberteil von Gabel ist schwarz lackiert. Und das ist chrom. Da kann man fast nicht lackieren. Aber das ist schön gemacht. Ich habe das schon früher mal gemacht. Habe ich so eine PVC-Hülle habe ich mal gesägt, um die Gabel geschieben und dann schwarz lackiert. Das ging. Aber da kann man wieder, das vorne Licht muss man wieder ein bisschen anpassen. Ne? Aber schwarz lackiert alles so, sieht schlicht aus. Ohne Rücklicht sieht auch schlicht aus. Ist nur nicht schlau, denke ich. Schöne Farbe, schönes Gerät. Absolute Klasse. Gut gemacht. Buch X60. Ja, Eigenbaurahmen, das ist eine Rennversion aus der Schweiz, kann nicht anders. Das ist so eine typische Schweizer Rennmaschine, aber wassergekühlt. Das ist mir total fremd. Ich dachte, da war auch nur Luft gekühlt. Vielleicht ist es doch keine Rennmaschine. Ich finde es auch ein bisschen lang. Vielleicht eine Sprintmaschine. Das geht natürlich, ne? Das kann natürlich auch. Aber schwarz Polini-Sitz, X30 Originaltank, dieser Motor mit einer, ja, was für ein Zylinder es ist, weiß ich nicht, aber das ist wassergekühlt auf jeden Fall. Und mit diesem Auspuff, ja, funktioniert. Finde das nicht so schön, aber funktioniert. Aber schwarz mit dieser Blaufarbe und Aufkleber auf Maß geschneidert. Ja, Jungs, absolute Klasse. Was sind das für Reifen? Sind das Vollslicks? Ja, das sind Vollslick-Reifen. Oh. Ja, dann denke ich denke Sprintmaschine, diese Gabel auch, Derby oder so. Oder vielleicht eine China-Replika, das weiß ich nicht. Aber ja, auch diese Ständer ist schon sauber, ne? Also, ja, Monoshock hinten, also ein Stoßdämpfer, wie die modernen Motorräder haben. Ja, absolut super gemacht. Scheibenbremse vorne, Scheibenbremse hinten. Nee, da ist eine Höllearbeit drin. Das macht man nicht in ein Jahr fertig.
absolute Klasse. Schöne Lackierung auch, glänzt wie die, wow, super. Was haben wir? Wo ist meine Brille? Eine BVL, ich sehe eine sehr große Vergaser, Giladoni und dann diese Träger vorne, Gepäckträger vorne für ein Körbchen. Fast all meine Maxis haben so eine Träger. Wow, Zündung, ich hoffe Zündung ist richtig abgestimmt. Diese Baudenzüge finde ich absolut schade, echt absolut schade. Aber gut, vielleicht war es noch nicht fertig hier. Farbe aber ist super. Ein bisschen Subaru-Farbe. Dieses Blau, Weißwandreifen, Speichenfelgen. Was will man noch mehr? Wieder eine Oldtimer-Sattel natürlich und dann all diese Chromteile. Ne? Ja, absolute Klasse. Rücklicht ist da, Schutzblech ist da, glücklicherweise. Zweigang Handschaltung, denke ich, was ich so sehe. Ja, Zweigang Handschaltung. Eigenbau, Auspuff, das kann ich sowieso sehen. Kickstarter-Motor natürlich, extrem selten, auch hier in den Niederlanden. Chromaufkleber auf Tank. Hey, die haben wir nicht im Shop. Das werde ich gleich hier am Marketing sagen. In 5 Minuten, wenn wir hier fertig sind, dann sage ich das hier im Marketing, dass wir diese Aufkleber auch in Chrom. Warte mal, Robert, kannst du mal kommen? Ja, bitte. Ich bin hier meine Reactions machen, aber was sehe ich hier? Puchaufkleber, diese Linienversion in Chrom. Wieso haben wir die nicht? Das ist affengeil. Kunnen wir machen, kein Problem. Können wir machen, kein Problem? Kein Problem. Nächste Woche? Das hier finde ich echt absolute Klasse, Jungs. Das ist Aber das ist chromvol. die Chromfolie. Okay. Ja, diese Chromfolie. Ja, absolute Klasse. Den habe ich schon mal gesehen. Wenn man das macht, dann ist man komplett verrückt. Ne? Aber wie bekommt man diesen Antrieb am Hinterrad richtig? Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe eine Kette an rechter Seite. Also das ist zu schade, dass wir nicht eine Zoom-Funktion haben. Aber erstmal normal. Ne? Vorne, das ist blau mit orange, ist eine gute Kombination. Sattel ist ziemlich original. Wir haben einen Motor, der ziemlich brav ist. Aber hier ist das Geld nicht im Motor. Aber hier ist das Geld an die Hinterseite. Ne? Das kann man schon sehen. Aber wie er das gemacht hat mit Antrieb an rechter Seite, da muss eine extra Achse dabei sein. Und dann kann man die Kette verlegen an die rechte Seite und dann muss er noch ganz nach außen gehen. Also ich denke, da ist ein System mit 2 Zahnrädern, die einander antreiben. Denke ich. Aber wie gesagt, das ist eine Höllenarbeit. Ich bin auch gespannt, wie das um die Ecke geht. Ne? Also mit dieser Orange und gute Lackierarbeiten. Da, Jungs. Dass das eben funktioniert, dann braucht man eine 70 Kubik nur zum Antrieb vom Hinterrad natürlich. Ne? Absolut Ehre, um so etwas zu bauen. Ich denke, wenn man da an einer Rundfahrt mitmacht, dann staunen die alle. Ne? Klasse, klasse, klasse. Oh, gelb, 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 immer schön. Und dann mit Weißwandreifen. Ich liebe Weißwandreifen. Und ich sehe ein Schutzblech. Und die Baudenzüge, die sind nicht alle ganz nett. Aber ja, gelb. Jungs, gelb kann man echt bei mir nicht schief machen. Auch wieder ein Spiegel, der im Weg ist. Gelb mit Chrom. Oder gelb mit Schwarz. Geht immer, ne? Das finde ich so eine gute Kombination. Diese Speichenräder, die sind flammneu. Wieder eine 65 Kubik Polini. Ist eine empfindliche Zylinder. Wir verkaufen die ziemlich viel, nicht so viel wie eine normale 70 Kubik natürlich, aber die sind empfindlich. Man muss richtig wissen, was man macht. Auspuff kann ich noch ein bisschen sehen vielleicht. Kickstarter Motor natürlich, ja, super, auch super selten. Heutzutage wieder neu im Shop natürlich, in Teilen. Und ja, mit diesen Chromteilen, Jungs, was haben wir hier an die rechte Seite? Zündung kann ich nicht sehen, aber ich denke original vielleicht. Aber ja, einfach klasse mit dieser Chrom vor der Seite, Chromstoßdämpfer hinten, Chromfelgen. Jungs, absolute Klasse, da kann man nichts falsch machen. Oh, super, super, super. Wir sind am Ende von unseren TikTok Reacts. Ich fand Spaß. Ja, echt. Ich denke das nächste Mal vielleicht eine Kombination zwischen Bilder und TikTok, weil jetzt, ich habe bemerkt, ich bin jetzt kaputt. Ich wollte noch zu Gym gehen, aber jetzt gehe ich zu Hause auf dem Sofa mal 2 Stunden liegen, weil ich bin psychisch kaputt. Aber macht nichts, Jungs. Nee, ich hoffe,
es hat euch auch gefallen. Schreibt das mal hier in die Kommentare bitte, weil wenn euch das nicht gefällt, dann machen wir das einfach nicht mehr. Also, gut, dann sehen wir einander das nächste Mal. Vergesse nicht zu abonnieren. Also, und drücke hier den Klingel, sodass du automatisch eine neue Notifikation bekommst, wenn eine neue Video online geht. Und dann sehen wir einander das nächste Mal. Ciao.